kann es selber nicht mehr hören, Beats Soundanlagen, aber dennoch haben wir ein Thema gefunden, das alle interessieren wird, die eine Beats Soundanlage in ihrem Seat haben. Wie ihr wahrscheinlich schon vermutet, geht es um Bass bei Beats, weil der originale Beats-Woofer, da hören wir so viele Kunden, die sagen, da kommt nichts raus, kein Bass vorhanden, quasi. Und wir haben euch heute eine Produktvorstellung, wo es lediglich um das Austauschen des Subwoofers im Beats Soundsystem geht und nicht gleich um eine Ergänzung um Endstufe und allem drum und dran, sondern wir tauschen ausschließlich den Woofer im Beats Soundsystem. Ihr könnt natürlich jederzeit unten in die Kommentare eure Anliegen reinschreiben, was euch ganz genau beschäftigt, oder ihr lasst einfach mal einen Daumen hoch da, wenn euch solche Themen wie die heute ganz besonders interessieren. Zum einen haben wir den Rock 8 D2 Woofer. Das ist der Subwoofer, der praktisch die gleichen Abmaße hat wie der originale Beats Subwoofer und wiederum ins Reserverad montiert werden kann. Und da haben wir jetzt aber bereits einen 20 cm Subwoofer integriert mit Bassreflexrohröffnung bereits geöffnet und natürlich auch die passenden Steckvorrichtungen, um den Beats-Stecker wieder anzustecken. Dieser Subwoofer hat jetzt mit seinen 2x2 Ohm Schwingspulen die perfekte Impedanz an das Beats Soundsystem, damit wir die maximale Performance von diesem Woofer erstmal richtig rausholen können. Und das gleiche Pendant dazu ist dann der Drive 10 Flat BRP. Das ist ein Bassreflex-Subwoofer mit 25 cm Membran und einer Bassreflexrohröffnung, die hier an der Seite ist. Ebenfalls mit der passenden Steckvorrichtung, dass ihr nur noch den Stecker wechseln müsst und den Woofer austauschen. Also den Stecker müssen wir nicht wechseln, aber zusammenstecken. Und dafür muss man halt sein Reserverad opfern, weil der so groß ist wie ein Notrad. Also das muss dann tatsächlich raus, wer es überhaupt hat. Es gibt viele Fahrzeuge, die haben gar kein Notrad drinne oder kein Reserverad. Die können sich dann klein für den Drive 10 Flat mal aussprechen, weil der macht tatsächlich nochmal ein gutes Stück mehr Leistung, mehr Bass. Und was ich damit genau meine, kann ich euch sehr gut an einem Graph an meinem Laptop erklären. Wir sehen jetzt auf unserem Graph eine Linie, die einmal rot, grün und gelb ist und zum gewissen großen Teil liegen die übereinander. Das ist nämlich der normale Frequenzgang. Und so schaut der ganze Frequenzgang im Fahrzeug aus, wenn wir die rote Linie anschauen. Der Unterschied, den sehen wir jetzt eigentlich nur im unteren Bassbereich, wo es jetzt nochmal die grüne Linie mehr oder höher ist als die rote Linie und die gelbe Linie nochmal höher ist. Also, das heißt, die rote Linie ist der originale Subwoofer von Beats. Und wenn wir unseren Rock 8 in den Reserverad-Woofer nehmen, dann kommen wir an den Punkt, wo wir die grüne Linie sehen. Und die Differenz ist immerhin zwischen 3 bis 4 dB mehr Bassbereich in dem unteren Bereich, gerade im Tiefbassbereich, wo man extrem spürt. Und wenn ihr euch entscheidet, den großen Subwoofer reinzumachen, den Drive 10 Flat BRP, dann entspricht es der gelben Linie. Das heißt, wir haben jetzt nochmal mehr Bass, und zwar gegenüber dem In-Reserverad-Woofer von ca. 3 bis 4 dB. Somit haben wir hiermit eine Schalldruckerhöhung von bis zu 8 dB mehr im Tiefbassbereich, das natürlich extrem sich bemerkbar macht und auch tierisch viel Spaß macht. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie fühlt sich denn plus 3 bis 4 dB an oder plus 8 dB, was unser großer Drive 10 Flat BRP macht? Dann würde ich mal pauschal sagen, plus 6 dB ist eine Verdopplung des Basses gefühlt. Also man kann das nicht ganz genau festlegen, aber man sagt, es wäre eine Verdopplung bei 6 dB und dann könnt ihr euch ungefähr auswählen, dass der knapp unter einer Verdopplung liegt und der liegt knapp über einer Verdopplung des Bassbereiches. Ich habe euch gleich noch was ganz Beeindruckendes, was noch als Steigerung kommen kann. Aber ich möchte euch erstmal die Chassis vorstellen, die in den Subwoofern integriert sind. Da müssen wir nämlich wirklich kurz darüber reden. Die sind extrem flach. Das sind unsere RF-Chassis, also das F steht für Flat.
und wir haben hier bereits einen Neodym-Magneten integriert, der sich nach innen stülpt und somit nichts mehr nach außen aufbaut und trotzdem für eine extreme Magnetisierung und eine sehr gute Kühlung mit sich bringt. Dadurch wird der Subwoofer sehr leicht, aber trotzdem genauso leistungsstark, wie wenn er so einen fetten Magneten hinten dran hat. Also das ist wirklich oberste Güte, was die Subwoofer betrifft. Das gleiche gilt natürlich für unseren 25er Subwoofer. Da schaut es noch mal ein bisschen brutaler aus. Wir haben hier nämlich eine extreme Einbautiefe, also extrem flach mit 6,8 Zentimeter und ja, es ist eine brutale Schwingspule hier drin, also die Qualität der Woofer, die hier so integriert sind, dass wir überhaupt so kleine und flache Gehäuse bauen können, erfordern natürlich auch extrem geile Subwoofer-Chassis. Beim Drive 10 BRP müsst ihr vielleicht noch mit bedenken, wir haben hier das Multi-Molex-Terminal dran. Das heißt, wir haben zwei Molex-Anschlüsse, eins mit 0 und einmal mit 180 Grad. Ihr könnt diesen Subwoofer natürlich auch ganz Single verwenden mit ganz normalen Druckterminals, aber wir haben euch mit diesem beiliegenden Adapterstecker die Option einfach an den Beats-Stecker hier anzustecken und den Stecker von unserem Anschluss direkt auf die 0 Grad Phase mitzumhängen. Solltet ihr den versehentlich auf die 180 Grad Phase einstecken, was ja durchaus möglich wäre, was auch nichts kaputt macht, aber den Bass, das gefühlte Bassvolumen wird weniger, weil wir dann eben mit dem Frontlautsprechersystem, mit den anderen Lautsprechern aus unserem Beats Lautsprechersystem quasi phasenverkehrt laufen würden. Also achtet bitte in dem Fall vom Drive 10 Flat BRP darauf, dass ihr den auf 0 Grad Phase einsteckt und dann mit dem Beats Soundsystem verbindet. Beim Rock 8 stellt sich die Frage nicht, weil dieser Subwoofer ist speziell für die Verwendung an diesen Steckern vorgearbeitet. Das heißt, wir haben keine andere Steckmöglichkeit. Hier ist es automatisch die 0 Grad Phase und ihr könnt den auch nicht falsch anstecken. Wir haben ja speziell dieses Video jetzt für euch gemacht, weil viele von euch immer gefragt haben, gibt es nicht noch eine einfachere Variante, den Bass zu ergänzen, weil Lautsprecher vorne sind mir eigentlich laut genug, aber mir fehlt halt einfach wirklich nur so ein Bass, der einfach Spaß macht. Deswegen haben wir dieses Video gemacht. Aber wer jetzt nochmal vergleichen möchte, was der Unterschied ist, wenn wir tatsächlich das Option Soundsystem ergänzen mit der Endstufe, dann habe ich euch jetzt ebenfalls diesen Graph erweitert um die blaue und um die dunkelrote Linien, die oberhalb der bereits gezeigten Linien zu sehen sind. Man kann jetzt hier deutlich erkennen, der Gesamtpegel aus allen Bereichen von den Frequenzen, also auch der Hochtonbereich, Mitteltonbereich, sind etwas lauter geworden und etwas linearer. Das heißt, das Ganze klingt wesentlich harmonischer und beruhigender und natürlich insgesamt viel dynamischer, weil wir viel mehr Leistung zur Verfügung haben. Und jetzt schauen wir uns den Bassbereich an. Jetzt müssen wir in erster Linie mal die grüne mit der blauen Linie vergleichen. Das sind nämlich die beiden gleichen Subwoofer, die im Reserverad verbaut sind. Die grüne kennen wir ja, direkt am Autoradio angeschlossen, bringt schon mal mehr wie die originale rote Linie vom Beats Subwoofer. Aber jetzt zu der blauen Linie haben wir natürlich jetzt nochmal eine Steigerung um weitere 8 dB mehr Bass in der Spitze und das ist natürlich schon ganz enorm. Wenn wir jetzt die gelbe Linie mit der roten Linie vergleichen, also mit der oberen roten Linie, da sehen wir tatsächlich nochmal eine Steigerung um weitere 8 dB. Das ist nämlich dann einmal der Drive 10 BRP direkt an der Endstufe betrieben von Beats. Und die rote Linie, die obere, ist dann die mit der Option Endstufe mit der DSP 6. Und da ist natürlich mehr Leistung drinne und macht nochmal enorm viel mehr Bass. Also das ist das Ergebnis zwischen Endstufe und ganz ohne Endstufe einen Subwoofer zu ergänzen. Das sind zwei Paar Stiefel. Das eine bringt euch einfach nur ein bisschen mehr Bass, einen coolen Bass, und die Endstufe kostet natürlich auch ein bisschen mehr Geld, bringt aber im gesamten Frequenzbereich mehr Lautstärke, mehr Linearität und natürlich für den Subwoofer nochmal mehr Leistung. Also ich hoffe, dieser Graph hat euch ein bisschen geholfen, das ein bisschen besser einzuschätzen, für was ihr euch entscheidet. Ob ihr jetzt einen Seat Leon fahrt, 5F oder ein Tarraco oder ein ATK,
Wir schreiben euch bei diesen Produkten im Webshop mit dazu, welche Fahrzeuge grundsätzlich für diese Austauschvariante des Subwoofers optimal zur Verfügung steht, was dann auch wirklich funktioniert, und schreiben euch jedes Fahrzeug einzeln mit dazu, dann kann ja eigentlich auch nichts passieren. Wichtig ist nochmal, dass all das, was wir euch jetzt in diesem Video vorgestellt haben, diese Subwoofer, die man direkt an die Beats-Anlage optimiert integrieren kann, das sind ja die 2 Ohm-Varianten. Wenn ihr die DSP-6N-Stufe geil findet, also diese Option-Soundsysteme zum Ergänzen, die arbeiten dann alle mit den D4-Woofern, also die schauen praktisch gleich aus, nur dass eben die Endung verändert ist, weil eben da andere Impedanzen dann zugrunde liegen, die dann wiederum optimal auf die Soundsysteme von Option abgestimmt sind. Also das solltet ihr euch vorher vielleicht auch noch mal ganz kurz überlegen, für was ihr euch jetzt entscheidet. Einfach das Austauschen des Subwoofers, dann bestellt ihr automatisch das Richtige, die D2-Variante. Und wenn ihr die Option-Soundsysteme bestellen möchtet, dann wird auch in diesem Option-Soundsystem bereits dieser Subwoofer als D4-Variante integriert sein. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dann geht ihr bei uns auf der Webseite aas24.com direkt auf der Startseite in den Fahrzeugkonfigurator, wählt euer Fahrzeug ganz konkret aus, ob eben mit analoger Anlage oder Beats-Anlage oder wie auch immer. Es ist alles dort sehr fein säuberlich aufgearbeitet und da seht ihr genau die Produkte, die für euer Fahrzeug in Frage kommen. Und wer sich jetzt immer noch nicht sicher ist, für welchen Woofer er sich entscheiden soll, würde ich sagen, ihr könnt es ja mal ausprobieren und natürlich immer der ersten 14 Tage das Produkt einfach zurückschicken zu uns und sagen, ey, hat mir nicht gefallen, ihr könnt es auch grundlos zurückschicken, aber dann probieren wir einfach zusammen eine coole Lösung für euer Auto zu finden. Ansonsten viel Spaß und Arrivederci.